Das Lederzentrum verschenkt ein Auto, diesen Z3. Wir machen mit und haben ein großes Team. Das ist wie beim Kundengespräch. Der Kunde ruft an und sagt, hey, ich habe ein Auto, wollt ihr das mal aufbereiten? Und man sagt zu, ohne das Auto gesehen zu haben. Darauf haben wir uns jetzt eingelassen. Es ist eine ganze Menge zu tun, weil wir sagen, das schaffen wir nicht alleine, haben wir uns, habt ihr gerade schon gesehen, ein starkes Team aus allen Ecken und Enden sozusagen zusammengeholt. Wir werden anfangen, den Wagen zu waschen, inklusive Felgen, Radhäuser und den Motorraum reinigen. Dann gehen wir auch an den Innenraum, bauen die Ledersitze aus. Da kümmert sich natürlich das Lederzentrum drum. Den Rest machen wir. Später wird das Auto dann noch mehrstufig poliert, aufbereitet, alles gemacht, was geht und was auch sinnvoll ist. Wir haben größtenteils Originallack, den wir natürlich auch erhalten wollen und nicht groß durchschleifen wollen. Und ganz am Ende wird der Lack keramisch versiegelt. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, stellen wir euch unser Team vor. Der Mann ist an allem schuld. Ihr kennt ihn. Lars Pickert vom Lederzentrum hat sich das Ganze ausgedacht. Und wir baden es alle gemeinsam aus. Mal gucken, was draus wird und ob er am Ende auch noch lacht. Ja, auch hier muss ich nicht mehr viel sagen. Michael Marx vom Team Sonax, Team Lederzentrum und Team Flex unterstützt uns heute hier tatkräftig mit Sach- und Fachverstand. Micha, danke, dass du da bist. Und Micha ist nicht alleine gekommen. Er hatte Dirk mitgebracht, auch vom Team Sonax. Der eine oder andere kennt ihn mit Sicherheit auch heute hier für uns am Start. Ihr seht, wir haben die reine Prominenz, auch schon bekannt wie ein bunter Hund. Paul von Bart's Performance. Vor allen Dingen dafür da, mal hier ein bisschen das Projekt voranzutreiben, dass wir auch mal fertig werden heute. Der erste offizielle Auftritt, aber mit Sicherheit nicht der letzte. Der liebe Marcel, neues Mitglied unseres Teams, auch heute am Start. Morgen. Im wahrsten Sinne des Wortes der letzte Affe im Bund. Mario, mein lieber Freund von den Autolackaffen Goslar, jetzt auch mal bei uns vor der Kamera. Danke, dass du da bist. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich würde sagen, man sieht jetzt schon, da ist einiges an Arbeit zu tun. Reichlich Schmutz, reichlich Dreck, aber auch reichlich Verkratzungen. Und die sieht man jetzt schon im dreckigen Zustand unter normaler Beleuchtung. Also da wartet auf jeden Fall eine reifliche Herausforderung für uns. Wir haben nur einen Tag Zeit, deswegen volle Manpower mitgebracht, um dieses Biest zu zähmen und für den glücklichen Gewinner ein tolles Auto zu zaubern. Wir starten mit Trockeneis im Motorraum, gerade bei älteren Fahrzeugen, wo man nicht ganz sicher ist, ist da doch vielleicht ein Kontakt nicht perfekt isoliert oder eine Undichtigkeit, gehe ich ungern mit Wasser und Hochdruck ran. Deswegen einmal mit Trockeneis und Teerentferner den Motorraum gereinigt. Zu jedem Step dieses Fahrzeugs gibt es ein eigenes Video. Motorraumreinigung ist eins davon. Wir machen weiter im Innenraum. Alles wird ausgebaut. Also was heißt alles wird ausgebaut? Die Sitze werden ausgebaut. Viel mehr ist da gar nicht auszubauen. Und dann offenbart sich auch innen der Zustand. Der ist gar nicht so wild. Normale Verschmutzung. Wir reinigen die Polster einmal durch. Haben sie bestimmt noch nie bekommen in all den Jahren. Deswegen holen wir einmal den ganzen Schmutz raus. Und man sieht auch, was da an brauner Brühe, wie ich so schön sage, rauskommt. Wie gesagt, auch hierzu nochmal ein eigenes Video, wo wir intensiver auf die Schritte eingehen. Auch die Lüftungsanlage haben wir desinfiziert mit Trockeneis und natürlich alle Oberflächen gereinigt. Wie gesagt, alles dazu in einem Video Innenraumreinigung am Z3. Sonst im Innenraum sind wir relativ zügig durchgekommen mit geballter Kraft sozusagen, alle an einem Strang gezogen, war der Innenraum auch relativ schnell erledigt. Wir konnten uns dann auch um Sportwerkzeug kümmern, ein paar Details haben wir uns auch herausgenommen, alles einmal gründlich gereinigt, jetzt nicht irgendwo eingespannt auf Hochglanz poliert, aber das einfach mal wieder ordentlich ist und gut aussieht. Und dann ging es auch schon an die Felgen, erstmal einmal eingesprüht. Wir haben den Plan gehabt, die Felgen zu demontieren. Das heißt, wir haben sie nur einmal eingesprüht, ordentlich runtergekerchert, dass der grobe Schmutz runter ist und sie danach in Ruhe gelassen, uns weiter um die Fahrzeugwäsche gekümmert. Achtung bei älteren Fahrzeugen, wo man sich beim Verdeck nicht sicher ist, die Kante an der Scheibe gerne mal ein bisschen abkleben, damit kein Wasser in den Innenraum eindringt. Wir haben mit voller Kraft den Wagen gepinselt, gewaschen, gekerchert, geknetet, gereinigt, alles was dazu gehört. Auch dazu ein eigenes Video, wo wir intensiv auf die Schritte eingehen. Wie angekündigt kamen die Felgen runter, wurden intensiv innen und außen bearbeitet, gereinigt, poliert und am Ende auch keramisch versiegelt. Keine Sorge, welche Produkte wir verwendet haben und wie wir vorgegangen sind, gibt es auch hier. Du kannst es dir vielleicht denken, in einem eigenen Video. Ja, und dann ging es an die Herausforderung schlechthin, ab an den Lack. Boah, ich glaube, ich muss da gar nicht viel zu sagen. Der Lack hat es echt in sich. Mir hat es wirklich gegraust. Ich wusste nicht, ob wir es schaffen können. Ein paar Testspots erledigt, ein paar Probestücke gefahren und
Gott sei Dank, es war wirklich mehr als machbar. Es ist kein Neuwagen, man muss auch ganz klar mal die Grenzen sehen. Es war zum Teil noch wirklich Originallack, den wir auch erhalten wollten. Das Auto soll auch gefahren werden und nicht einmal hauruck runterpoliert. Deswegen sind wir natürlich mit Bedacht rangegangen, haben das in einem zweistufigen Prozess gut in den Griff bekommen. Aber wie und was genau, auch hierzu natürlich, rate mal, ein eigenes Video. Dann ging es auch schon an die Versiegelung Sonax CC Evo und jetzt bitte alle im Chor, dazu gibt es ein eigenes Video. Im Großen und Ganzen ein wirklich mega cooles Projekt und während hier die letzten Bilder laufen, kann ich schon mal sagen, freut euch auf die einzelnen Videos, wo man wirklich noch mal ein paar mehr Details seht, was, wie, wann, wo passiert ist. Hat viel Spaß gemacht, danke an alle, die dabei waren und jetzt genießt am Ende noch mal ein paar Finish-Bilder. Ich bin raus, wir sehen uns in den nächsten Videos. Das Z3-Projekt ist von unserer Seite abgeschlossen. Es ist viel passiert. Wir haben den Innenraum gemacht, wir haben ihn gewaschen, wir haben die Felgen gereinigt, poliert und versiegelt. Wir haben den Lack poliert und versiegelt. Es war ein langer Tag, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank an das Team. Ein paar haben es leider nicht überlebt, der Rest ist jetzt noch da. Nee, ein paar mussten schon nach Hause, aber von unserer Seite vielen Dank. Danke auch an Lars, das Projekt hat wirklich Bock gemacht. Viel Spaß beim Verlosen. Nächstes Mal sind wir wieder dabei, würde ich sagen. Ihr auch, wenn ihr das nächste Mal ein Auto verlosen, seid ihr auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein.